Hallo und herzlich willkommen zum 5. Video aus unserer Videoreihe zum Linus All-in-One-System. In diesem Video werden wir uns den zweiten Teil des Energiemanagements gemeinsam anschauen. Genauer gesagt die Einstellungen zu den Ladestationen und Heizstäben. Wir starten das Video auf der linken Seite der Energiemanagement-Ansicht und machen direkt da weiter, wo wir beim letzten Teil aufgehört haben. Wir beginnen mit der Einstellung der Ladestation. Klickt man einmal auf das entsprechende Symbol, öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Nun werden hier zwei separate Ladestationen angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung und für umfangreichere Projekte können auch mehr Ladestationen freigeschalten werden. Dies ist aber jeweils nur auf Anfrage bei der Bestellung über das Bestellformular möglich. Sind im Projekt Ladestationen verbaut, muss hier entsprechend eine Einstellung getätigt werden. Falls nicht, können Sie diesen Bereich auf den Default-Einstellungen belassen. Um die Ladestation nun einzustellen, muss das dazu nötige Pop-up-Fenster durch Klick auf das Symbol geöffnet werden. Wichtig: Alle Ladestationen, die Sie konfigurieren, muss es auch wirklich real geben. Es gilt zudem, dass Ladestation 1 aus den Einstellungen der Ladestation entspricht, welche die laut Handbuch Seite 25 erste IP-Adresse der Tabelle zugewiesen bekommt. Auch bei diesem Pop-up gilt, dass ausgegraute Features erst in späteren Software-Releases implementiert werden und derzeit ignoriert werden können. Ist die Ladestation real verbaut, so muss sie über die Eingabe Freigabe Ladestation über den Umschalter entsprechend freigegeben werden. Diese Eingabe ist jedoch erst nach Ende der restlichen Einstellungen zu tätigen. Sprich, bevor das Fenster wieder minimiert wird, ist die Ladestation noch freizugeben. Die Einstellung der minimalen Dauerleistung erfolgt über einen Slider. Darüber wird die Leistung eingestellt, die immer minimal zur Verfügung steht, wenn auch zum Beispiel kein PV-Überschuss vorhanden ist, beispielsweise für das Laden am Abend oder in der Nacht. Danach erfolgt die Eingabe für die Priorität des EMS. Dort ist wie schon bei der Batterie eine Zahl entsprechend der Priorität für das EMS einzugeben. Der Wert ist dann wieder über den blauen Button an die SPS-Steuerung zu übermitteln. Als nächstes ist der SOC, der State of Charge, für die Aktivierung und Deaktivierung der Ladestation anzugeben. Dabei gilt, dass wenn der State of Charge der Batterie unter dem Wert für die Deaktivierung liegt, die Ladestation ausgeschaltet wird. Steigt der State of Charge über die Aktivierungsgrenze, wird so lange geladen, bis er wieder unter die Deaktivierungsgrenze fällt. So kann man sicherstellen, dass die Batterie nie komplett entladen wird. Wird für beide Werte 0% eingegeben, funktioniert die Ladestation immer. Für unser Beispielprojekt geben wir jetzt für den State of Charge für die Aktivierung beispielsweise 70% an und für die Deaktivierung 40%. Beide Werte müssen dann über den blauen Sendehaken wieder an die SPS übermittelt werden. Im Eingabefeld Maximale Leistung ist die maximale Leistung der verbauten Ladestation einzutragen, beispielsweise 11 Kilowatt. Auch dieser Wert wird über den blauen Button wieder an die SPS übertragen. In den sich darunter befindlichen Ausgabefeldern wird die aktuelle Leistung der Ladestation, die Leistungsvorgabe der Ladestation und ob das Fahrzeug verbunden ist angezeigt. Die beiden ausgegrauten Bereiche kommen in einem späteren Software-Release dazu. Nun haben wir alle Eingaben getätigt und es ist noch die Ladestation freizugeben, damit diese auch entsprechend funktioniert. Durch den Klick auf den Umschalter wird die Ladestation freigegeben. Sobald diese freigegeben ist, können wir das Pop-up-Fenster über das X in der rechten oberen Ecke schließen. Nun befinden wir uns wieder in der Ausgangsansicht.
Gibt es eine zweite Ladestation, muss auch diese, ident wie für die erste gezeigt, konfiguriert werden. Gibt es hingegen nur eine Ladestation, kann auch dieses Pop-up-Fenster nun über das X in der rechten oberen Ecke minimiert werden. Kommen wir nun zu den elektrischen Heizelementen. Hier kann auch wie für die anderen Teile gezeigt das Pop-up-Fenster durch einen Klick auf das Symbol geöffnet werden. Ident wie bei der Ladestation sind hier defaultmäßig zwei Bauteile angegeben. Gibt es nur eines, ist das zweite zu ignorieren. Wurden im Bestellformular mehr Heizelemente angegeben, werden diese hier auch automatisch angezeigt und sind entsprechend zu konfigurieren. Ist kein Heizelement in Verwendung, so sind keine weiteren Einstellungen nötig und Sie können diesen Teil der Einstellungen überspringen. Sind hingegen Heizelemente verbaut, muss man erneut das entsprechende zweite Pop-up-Fenster öffnen, um die Konfiguration durchzuführen. Heizelement 1 entspricht wieder dem Bauteil, dem die dazu passende IP-Adresse laut Tabelle aus dem Handbuch von Seite 26 zugeordnet wurde. Für die Heizelemente kann jeweils eine zusätzliche Zeitsteuerung hinterlegt werden. Wichtig ist es dafür, den Umschalter Zeitsteuerung aktivieren auf On zu setzen und in den entsprechenden Eingabefeldern On und Off einen Ein- und Ausschaltzeitpunkt zu definieren. Ist die Zeitsteuerung aktiviert, wird für die angegebene Zeit immer geheizt, egal ob es PV-Überschuss gibt oder nicht. Für das Beispielprojekt wählen wir jetzt den Einschaltzeitpunkt 7:30 und den Ausschaltzeitpunkt 9:30. Alle Werte müssen dann entsprechend über den blauen Sendebutton an die SPS übermittelt werden. Im Feld Temperatur ein kann die Temperatur hinterlegt werden, bei welcher zur Sicherheit das Heizelement zwingend eingeschalten wird, auch wenn gerade kein PV-Überschuss vorhanden ist, zum Beispiel 35 Grad Celsius. Im Eingabefeld Temperatur aus ist die Temperatur angegeben, bis zu welcher geheizt wird, wenn es zu einem gezwungenen Heizen ohne Überschuss kommt, beispielsweise 60 Grad Celsius. Im Eingabefeld Temperatur max muss die Temperatur angegeben werden, bis zu welcher maximal aufgeheizt wird, wenn der PV-Überschuss genutzt wird, zum Beispiel 75 Grad Celsius. Für die Temperaturen, die man angibt, vor allem Temperatur aus und max, gilt, dass sie auch real vom Heizelement erreichbar sein müssen. Sprich, das Thermostat am Heizelement muss so eingestellt sein, dass es die angegebenen Temperaturen erreicht. Danach erfolgt, wie für die Ladestation schon gezeigt, die Eingabe für die Priorität für das EMS und die Eingabe für das State of Charge für die Aktivierung und Deaktivierung des Heizvorgangs. Auch hier gilt, wenn der Wert unterhalb der Deaktivierungsgrenze liegt, wird nicht geheizt, sofern nicht zwingend nötig, und ab Überschreitung der Aktivierungsgrenze wird der Heizvorgang wieder aufgenommen, bis der State of Charge unter die Deaktivierungsgrenze fällt. Beispielsweise können wir für die Deaktivierungsgrenze 60 wählen und für die Aktivierungsgrenze 80. Beide Werte müssen wieder über den blauen Sendebutton an die SPS übertragen werden. Zum Eintragen der maximalen Leistung ist ein weiteres Pop-up-Fenster zu öffnen. Dafür ist auf den Button Liste öffnen zu klicken. Dort ist die maximale Leistung des Heizstabs zu hinterlegen, beispielsweise 5 Kilowatt. Auch dieser Wert muss wieder über den blauen Button an die Steuerung übermittelt werden, um auch wirklich gültig zu sein. Danach kann auch dieses Pop-up-Fenster über das X in der rechten oberen Ecke geschlossen werden. Am Ende muss das Heizelement auch immer freigegeben werden, wenn es auch real verbaut ist. Dafür ist der Umschalter Freigabe elektrisches Heizelement zu betätigen. In den links unten stehenden Feldern sieht man dann weiters auch noch Ausgaben aktueller Werte, unter anderem die aktuelle Leistung, die Temperatur des Boilers
und die Leistungsvorgabe für das elektrische Heizelement. Nachdem nun alle Einstellungen getätigt wurden, können wir über das X in der rechten oberen Ecke wieder zur Unteransicht zurückkehren. Gibt es einen weiteren Heizstab, so muss auch dieser noch einmal nach dem gleichen Vorgehen konfiguriert werden. Gibt es hingegen keinen weiteren Heizstab, kann auch dieses Pop-up-Fenster über das X in der rechten oberen Ecke geschlossen werden. Somit haben wir nun den zweiten Teil der EMS-Einstellungen getroffen und die linke Seite ausführlich erklärt. Diese ist aber nur für den Installateur und nicht für den Endkunden in der App sichtbar. Im nächsten Teil schauen wir uns noch die weiteren Einstellungen des EMS-Bereichs an. Und damit tschüss und bis zum nächsten Video.